Welcome to Chicago. Leider hat das Wetter heute erstmal überhaupt nicht mitgespielt, also haben wir die Fahrt erst gar nicht gefilmt. Außer jetzt. Der Blick auf Downtown. Eine kurze Erklärung vorab. Unsere Speicherkarte hat Probleme gemacht und so sind einige Aufnahmen nichts bis gar nichts geworden. Das haben wir aber erst in Deutschland gemerkt, als wir die Aufnahmen gesichtet haben. Deshalb fehlen einige Abschnitte und es gibt sowas wie Quantensprünge. Fotos blenden wir natürlich ein, aber die Erinnerung gibt es sonst dazu nur noch in unseren Köpfen. Auf dem Highway ist die Hölle los, aber wir kommen trotzdem gut durch. Die Fahrt in die Grand Park South Garage war problemlos und wir hatten wieder über Spot Hero vorab gebucht. Schnapperpreis für Chicago, $20 für den ganzen Tag. Und so starten wir unseren Tag in Chicago tatsächlich am offiziellen Startpunkt der Route 66, dort, wo wir morgen unseren Roadtrip von hier bis zum Pazifik starten werden. Muss immer nach oben gucken. Ja, das ist doch Wahnsinn, ne? Die erste Wolkenkratzer-Stadt. Mal da rein. Von Deutschland aus hatten wir schon Tickets für den wohl bekanntesten Wolkenkratzer in Chicago gebucht, den Sears Tower. Heute heißt er Willis Tower, aber den neuen Namen mag man hier in Chicago nicht so. Und der Tower lag in den Wolken. Aber hier in den USA ist man da recht kundenfreundlich. Wir wurden am Eingangsbereich des Skydeck bereits freundlich empfangen und man teilte uns direkt mit, wir könnten jetzt drauf, aber wir würden nichts sehen. Also bot man uns an, die Karten auf einen anderen Tag oder eine andere Zeit umzubuchen. Später würde es auf jeden Fall eine bessere Sicht geben. Also haben wir auf 17 Uhr umgebucht und sind dann erstmal rüber zur Union Station. Die liegt nämlich quasi direkt hinter dem Sears Tower. Was eigentlich nur ein Bahnhof ist, macht einen fast sprachlos, wenn man reingeht. Ein Prachtbau. Ein absolutes Muss, wenn man schon mal in Chicago ist. In Chicago fährt seit Ewigkeiten eine Hochbahn durch Downtown, The Loop oder einfach nur The L genannt. Der Preis von $3 gilt für 3 Fahrten innerhalb von 2 Stunden und ist somit doch recht günstig. Eine wenn auch kurze Fahrt musste natürlich sein. Zufällig sind wir sogar an einer noch sehr gut erhaltenen, alten historischen Haltestelle eingestiegen. Die Fahrt war für uns echt lustig, so über der Straße und durch die Hochhausschluchten. So verstehe ich das. Also, wenn du aussteigst und du denkst, oh, was soll ich Ticket? Washington and Wabash is next. Doors open on the right at Washington and Wabash. Nicht die, sondern dann die müssen wir raus. This is Washington and Wabash. Connecting Metra and South Shore Line Millennium. Doors closing. Doors open on the right at State and Lake. Transfer to
Lassen. Fahren. Doors locked. Wir wollen uns das Chicago Theater ansehen. Leider nur von außen, denn aufgrund von Veranstaltungen war eine Führung nicht möglich. Aber trotzdem sehenswert. Ein fast klein wirkendes, historisches Gebäude zwischen modernen Hochhäusern. Es sieht so klein eigentlich aus, ne? Ja. Zu Fuß ging es weiter Richtung Chicago River. Die berühmten Wolkenkratzer am Fluss sind schon echt toll anzusehen. Nebel. Der mir jetzt nicht ich noch hier drauf. Von hier am besten, guck mal. So? Ja, genau. So gerade rot. Also kannst du nicht richtig erkennen. Anziehen. Ui. Du sagst die Hupen nicht hier. Oh, oh. Die Autos habe ich schon fotografiert. Durch Kartenholz. Besonders die beiden runden Parkhäuser sind interessant. Gut, dass wir dort nicht parken, nicht, dass unser Mr. Capone ein Bad im Fluss nimmt.
ursprünglich sind die manchmal ja auch, als diese Straßen, die Wolkenkratzer schon, ne, irre, aber... Aber so diese kleine zwischendrin, ne? Ja, Ja, um die Zeit kannst du hier auch langlaufen. Weiß nicht, ob hier unbedingt ein Hügel nee. Guck mal, das war so ein Kaffee hier. Siehst du das? Ja. Guck mal einfach mal. Das war's mal hier zu verkaufen. Schade. Zum Navy Pier. Ist ausgeschrieben. Da ist noch eins runter. Ja. Wenn das die Ohio ist? Schade, ne? Noch immer. Weiter und immer weiter zu Fuß durch die Straßen ging es zu einem obligatorischen Stopp im Hard Rock Café. Ja. Das ist Job. Ach, Kotelett. Oh, ja, aber klein. Ja, deswegen. Ach, guck mal. Schön, die alten Häuser, ne? Sorry. Komm, Paparazzi, geh. Okay? Aber nicht ganz. Wir laufen Richtung Lake Michigan bisschen einfach nur durch die Hochhausschluchten, meist mit dem Blick nach oben gerichtet. Macht man irgendwie automatisch. Chicago fasziniert uns. Gott. Ich denke gerade, was ist das? Deutsche Arbeitssicherheit, ha? Ja, die Straße hat an sich was. Ja, wir sind jetzt hier mit Michigan Avenue. Darfst du die Hütten nicht, ne? Jetzt schon. In der Sohn. Ja, oder was soll man sagen? Eierköpfe. Eierköpfe. Ja, so sieht ein Eierkopf aus. Das ist gar nicht so an einen drauf. Nee. Windy City, jetzt wissen wir, warum das so heißt, ne? Und der Wind wurde immer heftiger. Naja, nicht umsonst hat Chicago den Spitznamen Windy City.
Guck mal, Schatz, nochmal Picknick machen. Hier ist Lincoln Park. Lake Michigan ist schon eine Naturgewalt für sich. Wunderschön, leuchtet in sämtlichen Farben und der Wellengang erinnert eher an ein Meer. Auf zum Navy Pier, wir wollen aufs Riesenrad. Den Blick auf die Skyline genießen, so zumindest der Plan. Im Navy Pier selbst sind Museen untergebracht, ein Aquarium und unzählige Shops und Möglichkeiten zum Essen. Ziemlich laut das Ganze, aber wir bekamen nach der Lauferei Hunger und was isst man in Chicago? Richtig, Hot Dogs. Und zwar richtig gute bei AD&B, wirklich sehr zu empfehlen. Satt waren wir dann übrigens bis zum nächsten Morgen. Ja, auch nicht. Jo. Raus aufs Pier und wir mussten feststellen, dass das Riesenrad wegen des starken Windes geschlossen hatte. Scheint das wahrscheinlich nie aufzuhaben. Mein Gebiet, und wieder hoch darum laufen. Du musst ja über die Brücke drüber. Und wir spazierten entlang des Lake Michigan bis zur Buckingham Fountain, dem Überbleibsel der Weltausstellung von 1893. Die meisten kennen den Brunnen aber sicher aus dem Vorspann von einer schrecklich netten Familie. Ganz schön imposant und viel größer als man denkt. Weiter geht es zum Millennium Park. Hier steht die Bohne, The Bean, wie die Skulptur liebevoll genannt wird. Eigentlich heißt sie Cloudgate. Natürlich hier ein ziemlicher Andrang, aber wir haben unser Foto mit der gespiegelten Skyline hinbekommen. Von dort ging es diesmal ohne Regen die Adams Street hinauf nochmal zum Sears Tower. Diesmal kamen wir auf das Skydeck. Der Eingangsbereich ist richtig gut gemacht, viele Fotooptionen, viel zu sehen. Aber auch ziemlich voll, also sind wir tatsächlich bis zur 99. Etage mit dem Lieferantenaufzug gefahren. Macht man ja auch nicht jeden Tag.
was an, ne? And then you're gonna quickly follow. Wollen wir noch einen hoch, oder was? Okay. Das war irgendwie lang, oder so. Und ganz oben auf dem Skydeck angekommen war die Aussicht atemberaubend. Ehrlich gesagt schöner als auf dem Hancock Tower, denn man sieht viel mehr von der Stadt. Wir haben wirklich nur Power Sightseeing in Chicago gemacht. Es gibt noch so viel mehr in dieser Stadt zu entdecken, aber so haben wir einen triftigen Grund, nochmal herzureisen. Uns qualmten die Füße. Ein Blick auf den Schrittzähler, 20 Kilometer per Pedis durch Chicago. Kam uns gar nicht so weit vor, denn das Schöne an Chicago, alles liegt relativ nah beieinander. Hat man zumindest so im Gefühl. Auf dem Plan stand noch eine Bootsfahrt am Abend. Wir hatten allerdings noch 2 Stunden Zeit und ganz ehrlich, wir wären wohl eingeschlafen. Müde, erschlagen von all den Eindrücken und glücklich, denn mit jeder Minute hat uns Chicago mehr gefallen, sogar im Regen. On top an jeder Ecke nette Menschen, die grüßen, ohne einen zu kennen, einfach so. So haben wir beschlossen, die Bootstour ausfallen zu lassen und stattdessen zurück in unser Motel zu fahren. Oh my god. We are so high up. Unseren Start auf die Route 66 und die erste Etappe gibt es in Episode 4. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasse keinen Tag von der Reise unseres Lebens. Route 66, the trip of a lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week.